Ja, wer ein richtig cooles, kleines Auto sucht mit einer Monoblock-Fiberglas-Kabine, der ist bei Hotomobil. An die Firma muss man sich mal gewöhnen. Unglaublich richtig. Du hältst so die Hand drauf. Aber es ist interessant, das sind winzige Autochens und wenn du reingehst, da hast du irgendwie das Gefühl, du stehst in einem Tanzsaal. Ja, total, das stimmt. Die Höhe ist trotzdem gegeben und es ist Wahnsinn, einfach herrlich. So, das ist jetzt ein Doblo, also das kennt man ja. Das ist dieses, ich sag mal, Handwerkerauto, was es normal gibt, ja, von Fiat. Und Janosch, wenn du mal gerade herkommst, das ist so genial mit diesen Monoblocks. Das heißt, die sind ultra steif, oder? Ja, hallo Sven. Ja, die sind sehr steif und natürlich auch sehr leicht. Braucht man auch hier bei so einem Fahrzeug. Ich meine, das ist ja ein Kleintransporter. Wir müssen hier deutlich unter 3 Tonnen sein. So, der ist komplett aus Fiberglas, der wird handgefertigt in der Türkei. Das ist noch ein Prototyp hier? Ja, das ist noch ein Prototyp, aber der soll als erstes so auf den Markt kommen. Also mit dem möchte Hotomobil auf unserem Markt dreschen. So, der hat hier volle Hütte. Der hat er gebaut, der ist Ronin XL und steht auf einem Fiat Doblo und kostet hier mal 60.000 Euro. Ja. Aber das kann man, also man kann keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist wirklich jetzt ein ganz eigenes Fahrzeug, was also in der Bauweise, wer sich auskennt, aus dem Schiffsbau wirklich ein Leben lang halten wird, oder? Ja, hoffentlich. Ich hoffe auch, dass der Fiat noch so lange hält. Aber man sieht, 20 Jahre Garantie auf Feuchtigkeit. 20 Jahre Garantie. Außerdem man kann es auch ausbessern. Wer sich auskennt, Fiberglas, das kannst du hoch ausbesserungsfähig, kann man immer reparieren. Also jeder, der mit Schiffsbau jemals zu tun hatte, der kennt sich damit aus. Das ist der Fahrerraum. Ja, Fahrer, Beifahrer und Beifahrerraum kennt man ja von den Malern und Anstreichern. Hier sitzt man zu dritt. Zu dritt vorne. Ja, genau. Man kriegt den aber auch mit 2 Einzelsitzen. Ja, klar. Dann hat er 2 Sitze. Man kann auch hier den kompletten Sitz runterklappen und dann hat man ja wieder Durchgangsmöglichkeiten nach hinten. Das ist jetzt ein 3-Sitzer. So, der ist auch schon bewegt worden im Straßenverkehr. Ja, klar, den kann man auch so, wir zeigen mal gerade, wie es innen drin aussieht. Und der komplette Monoblock jetzt natürlich, das ist riesengroß. Ja, das ist überraschend groß für dieses, ist ja ein Kleinwagen. Wir reden ja hier von der Basis, was ist denn da dahinter? Tipo oder sowas, ne? So in der Ecke. Also ist ja kein großes Auto, kann jedes Kind fahren. So, dabei ist 18 und man kommt in jede Innenstadt rein. Hier ist eine Markise mit dabei. Genau. Es ist sehr auffällig, wie kompakt das Auto ist. Genau, wenn du mal gerade... Mach mal nochmal die Tür zu. Das ist witzig, Stefan, du bist größer als der Janosch. Mir gerade aufgefallen. Ich habe dich mitgenommen, damit die Leute haben sich beschwert. Die haben gesagt, der Janosch ist aber ein bisschen kleiner. Ja, ich weiß, und deswegen wirken die Autos also riesig. Ja, ich bin ja nicht das Maß der Dinge, ne? Aber deswegen haben wir auch so kleine Fahrzeuge, da wirke ich ja wieder riesig drin. Du bist Ungar. Ja, genau. Und du arbeitest in Königswinter bei Müller Automobile e.K. Genau. Du und der Vorname bei Müller? Der Christoph. Der Christoph. Ihr seid echt ein cooles Team. Ja, wir sind auch mittlerweile gute Freunde. Ja. Es ist ja schon fast Familie bei uns. So ist das. Ja. Kennst ja meinen Schwiegersohn, kennst du ja auch. Ja, er selbst ist ja Camper. Also er kennt sich aus. Er baut die auch wirklich also für sich selber. Er probiert die erstmal komplett, bevor er die irgendwie auf die Menschheit loslässt. Und ich zeige es mal von der Seite, dass wir das Ganze mal sehen. Es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber wenn wir jetzt mal reingehen, dann siehst du der Footprint. Du hast einen winzigen Footprint. Und jetzt gleich mal die Aufbauhöhe in einem Doblo. Ich meine, man muss das ja wirklich mal betonen. Man muss es dreimal betonen. Wir haben hier ein Fahrzeug, mit dem wir in Altstädte reinfahren können und auf einem ganz handelsüblichen Parkplatz parken können. Und jetzt kommt der Hammer. Wir können auch drin duschen. So, bitte, steig mal ein. Das geht, glaube ich, bei den wenigsten. So, Sisal hier drin, du hast überall Aluminiumprofile. Hier unten Holz, Stehhöhe hast du ja hier riesengroß. Ich bin 1,83, ich kann hier ganz normal stehen, habe noch 20 cm Platz über mir. Ja. Das ist das Doppelbett, das so riesig ist, dass du überhaupt nicht merkst, lieber Janosch, dass du hier in so einem kleinen Auto bist. Das genau, deswegen setze ich mich mal auch ganz an die Ecke, dann sieht das so aus, als wäre es riesig groß, weil du weißt ja, ich bin ja ganz klein. Ja, du bist nicht so klein, also du bist 1,53 oder was bist du?
1,12 oder so, war ich auch mal. Ich glaub, du bist 1,67 oder 1,68? 1,68. 1,68 und du bist 1,75. Gut, dass man das nochmal sieht. Steht mal beide auf, dass wir das mal sehen. Also das 7 ist jetzt... Zentimeter Unterschied. Aber es kann auch sein. Ja, das ist aber jetzt der kleine Teil. Wenn du mal ein bisschen nach vorne kommst, da sieht man, die Kabine hebt sich da nach vorne. Und jetzt hast du viel mehr Platz auf einmal. Ja, hinten tut man ja meistens sitzen Ja, oder schlafen. genau. Schlafen, sitzen, das ist ja alles möglich. Ja. Genau, setzt euch nochmal rein, bitte in die Ecke. Also das wäre jetzt so die Dinette. Also wenn du, ey, da hast ultra Platz hier drin. Das ist schon ziemlich cool. Da hast du einen Koch und... Das üblich haben wir eben auch schon gesehen. Ein Kochfeld und ein Waschbecken. Dieselheizung mit drin, Ebersbecher D2L. Und du hast hier noch ein CBE-Panel. Richtig professionell. Richtige Lichtschalter mit drin. Rechts zeig mal nochmal. Das finde ich auch ziemlich cool. Du kannst direkt zum Saubermachen da rüber spülen. Genau. Ja, wenn du das machst. Alles weg. Viele Schränke. Gutes Design. Da kann man ruhig noch ein bisschen European Design machen, aber es ist im Moment in Handarbeit ein Prototyp, so muss man sagen. Also Holzfarben und so weiter, denkt euch das alles mal weg. Ich finde es cool, auch das Gelb oder hier das Orange oben. Das ist bestimmt auch Geschmackssache, das gibt es wahrscheinlich auch in Weiß, wenn man will. Natürlich, es gibt es in allen Farben, Facetten. Ich denke mal, Stoffe wird es da in allen Facetten geben. Es geht ja nur erstmal darum, was bekommt man für einen Raum hin auf ein Kleinstwagenniveau. Wir sind ja hier nicht auf Ducato-Chassis oder Sprinter-Chassis, sondern wir haben hier ein Doblo. So, Frischwassertank, 88 Liter. Dann ist hier ein Truma-Boiler ist mit eingebaut. Das sieht man hier. Eine Stereoanlage ist mit drin. Du hast einen Kleiderschrank. Ey, das gibt's doch gar nicht. Alles das ist integriert. Und dann auch so eingebaut, dass hier vorne noch solche Dämpfer mit drin sind, die das Ganze andrücken, dass auch möglichst nichts klappert. Weil die Aufbaukabine, die wird nicht klappern. Nee, die klappert nicht. Also vor allen Dingen ist ja auch die Versteifung von dem Block. Alles, was man da dran schraubt, bewegt sich nachher nicht mehr. So, und das ist der Monoblock. Du hast dann hier ein Klo. Hier vorne eine Tedford-Kassette, die drin ist. Du hast eine richtige Dusche mit drin. Dann hier der Kühlschrank. Das ist hier. Ich überlege gerade die Zielgruppe hier, weil... Ja, Städtetourer. Du fährst in die Innenstadt rein und parkst auf einem ganz normalen Parkplatz und hast komplett dein Wohnmobil dabei. Das ist ein Kleinwagen. Wir reden ja hier auch nicht von ewig viel 1000 PS, sondern das sind 120 PS Diesel. Und der schafft das. Du redest gerade so gut zu. Du schaffst das. Genau, schaffst das, ja. Jetzt, das Fiberglas wiegt ja nicht so viel. Ist das wesentlich? Schon, oder? Das zählt auch und es ist halt auch die Außenstruktur, Aerodynamik und andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Es wird schon klappen, ja. So. Sehr schön. Du bist in Königswinter, du hast gute Erfahrungen mit der Firma Automobil? Ja, ist ganz netter. Ja gut, nett musst du aufpassen. Du weißt, ich weiß, was nett ist. Genau, sehr schön. Aber du hast einige Produkte ja schon verkauft, unter anderem Absetzkabinen. Also Genau. die verkaufst du schon wirklich lange. Überhaupt kein Problem, wenn die Prototypenphase überstanden ist, da kommt richtig Qualität raus, oder? Natürlich, also die Leute bekommen das, was sie erwarten. Also jetzt keine High-End-Marke, aber genau für die Zwecke, die benötigen. Also zum Verreisen. Komm, wir gehen nochmal raus, dann zeigen wir nochmal die kompakten Abmaße. Denn das muss ich erstmal reintun. Länge vom Fahrzeug, was wird der ungefähr haben? 55? Ja, 6 Meter. 55. Kommen wir 55 ungefähr. Und der kostet jetzt hier um die 60, wie er hier steht. Als fix und fertig ausgebautes Wohnmobil. Wahnsinn einfach. Ja, gibt's ja. Also es gibt ja auch Fiat Ducatos, ja, oder Busse und so weiter, aber das mit dem Monocoque, das ist eine andere Qualität. Und wenn du mal hier von der Seite mal drauf guckst, da sieht man es ja komplett. Schon ein umlagertes Fahrzeug, oder? Ja, es ist klein, ne? Wird halt auch gesucht. Man möchte was erleben. Wenn man mit einem großen Fahrzeug zurechtkommt, ist es okay. Ich meine, du kannst mit großen Fahrzeugen, ich kann mit großen Fahrzeugen. Komm, wir stellen mal hier das Ding weg, dass wir es nochmal kurz mal sehen.
Ja, einmal in Position für das Startbild. Da steht sie. Wenn du mal gerade hinter das Auto gehst, sei mal so lieb, dann sehen wir das auch nochmal. Stopp. So, super. Da steht sie. Ja, Königswinter, Janosch, Müller EK heißt deine Firma. Da kann man die auch sehen demnächst. Ich hoffe schon. Also diese werden richtig begehrt sein. Ronin XL Fiat Doblo Work. Und das Ganze kommt aus der Türkei. Von hotomobil.com.tr und du bist der offizielle Importeur quasi. Ja, genau. So ist das. Tschüss. Danke dir, Sven. Tschüss.